Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Geräte. Mein Name ist Arno Burger und wir schließen heute an den Tipp vom letzten Mal an, wo es ums Rechnen in Excel ging, und das wollen wir heute vertiefen. Beim letzten Mal haben wir uns das Grundprinzip des Rechnens angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie die Summenfunktion funktioniert. Und jetzt wollen wir uns genauer anschauen, wie das mit anderen Funktionen wie Mittelwert, Maximum, Minimum und Anzahl ist. Ihr erinnert euch noch, der Weg war erstens Zielzelle aktivieren, zweitens ist gleich oder Funktion aufrufen, drittens Formel eingeben, viertens abschließen mit Enter Tabulator oder grünem Häkchen. Ich lösche hier gerade mal die Summen, die wir beim letzten Mal eingegeben haben, nochmal und mache das mal für die Summe. Der Weg war Zielzelle aktivieren, Summenfunktion aufrufen, die bringt das ist gleich und den Funktionsnamen mit, macht einen Vorschlag und diesen Vorschlag bestätige ich jetzt. Ich mache das mit der Enter-Taste, dadurch komme ich in die Zelle drunter. Und wenn wir uns dieses Autosummensymbol etwas genauer anschauen, dann sehen wir, da ist ein kleines Dreieck dabei, ein sogenannter Listenpfeil. Und da seht ihr, ist jetzt zum Beispiel auch schon unsere Funktion Mittelwert mit drin. Ich wähle die mal aus. Und wir hatten es beim letzten Mal schon, wir müssen prüfen, ob der Vorschlag, den Excel uns macht, ob der stimmt. Und hier ist es so, es ist eine Zelle zu viel drin. In den Mittelwert soll die Summenfunktion nicht mit übernommen werden. Das heißt, ich markiere jetzt genau die 5 Zellen, für die der Mittelwert ausgerechnet werden soll. Und dann drücke ich wieder die Enter-Taste. Und wenn ich das Minimum ausrechnen will, dann wähle ich eben wieder den Listenpfeil bei der Autosumme, wähle dieses Mal Min, das ist die Funktion fürs Minimum, wähle wieder die passenden Zellen aus und bestätige. Und dasselbe kann ich auch fürs Maximum machen. Interessanterweise ist es so, dass die Funktionen Summe, Mittelwert und Anzahl, was wir dann gleich noch berechnen, dass die schon sichtbar sind, wenn wir einfach nur die Zellen, aus denen wir das Ganze errechnen wollen, markieren. Und zwar, wenn ihr mal schaut, hier rechts unten, da seht ihr für die im Moment markierten Zellen die Summe, den Mittelwert und auch die Anzahl der Zellen. Und wenn man hier mit der rechten Maustaste draufklickt, dann kann man sehen, man kann hier Mittelwert, Anzahl, Minimum, Maximum könnte man auch auswählen. Und so könnte ich mir jetzt hier eben auch den Mittelwert, Minimum, Maximum anzeigen lassen. Und damit kann ich zumindest hier auch nochmal überprüfen. Man könnte theoretisch auch noch eine Kontrollrechnung machen. Das schauen wir uns dann mal gesondert an, wie man Kontrollrechnungen macht. Das letzte, was wir jetzt noch machen, ist, dass wir hier noch die Anzahl ausrechnen, nämlich die Anzahl der Zahlen für diese 5 Zahlen. Und da sollte dann 5 rauskommen. Jetzt wisst ihr, wie ihr außer Summen auch Mittelwert, Minimum, Maximum und Anzahl ausrechnet. Ich möchte euch noch kurz zeigen, wie der Funktionsassistent im Prinzip funktioniert. Und zwar möchte ich euch das am Beispiel des Mittelwerts zeigen. Zielzelle aktivieren war ja unser erster Schritt. Dann Funktionsassistent statt dem ist gleich. Und jetzt suche ich mir hier die Funktion Mittelwert aus, bestätige mit OK und kann jetzt die Zellen auswählen, die in die Berechnung eingehen sollen. Der Unterschied zur Autosumme, der ist primär, dass wir jetzt hier in so einem eigenen Fenster arbeiten. Wir sehen auch schon mal das Ergebnis, das rauskommen wird. Und dann bestätige ich mit OK. Das würde unserer Enter-Taste oder auch der Tabulator-Taste oder dem grünen Häkchen entsprechen. Genau. Und so kann ich also auch über den Funktionsassistent Funktionen wie Mittelwert, Minimum, Maximum auswählen. Und ihr seht aber hier auch schon, es gibt hier noch viel mehr Funktionen. Es gibt hier auch eine Hilfe zu den Funktionen. Und das schauen wir uns dann bei einem der nächsten Male an. Noch ein kleiner Ausblick für die nächsten Tipps und Tricks.
Wenn man das mal so gerechnet hat und ganz gut rechnen kann, dann gibt es relativ einfache Möglichkeiten, diese Funktionalität dann auch zu übertragen, zu kopieren. Wie man das macht und warum jetzt hier zum Beispiel ein Fehler wie Division durch 0 rauskommt und wie man damit umgeht, das zeige ich euch dann bei einem der nächsten Male. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Like und gerne natürlich wie immer in den Kommentaren könnt ihr Fragen stellen. Ihr könnt auch Dinge, die euch noch aufgefallen sind oder Ideen, die ihr habt, auch den anderen mitteilen. Ich freue mich da sehr von euch zu hören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Euer Arno.